Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Batman, The Telltale Series. Wir haben es bei der letzten Folge ja geschafft, aus Arkham, dem Irrenhaus, zu kommen, haben Bekanntschaft mit dem Joker gemacht, John Doe, nennt er sich hier, aber der wird auch zum Joker, ich weiß das. Er hat einfach den Charakter des Jokers. Und haben es irgendwie dank Gordon geschafft, hier rauszukommen. Und wir sind jetzt wieder quasi nur mit Alfred alleine hier in der Betthöhle. Und ja, wir haben immer noch so die Wirkung in uns von Lady Arkham. Und wir müssen jetzt herausfinden, wie wir diesen Wirkstoff isolieren können, so quasi unter Kontrolle bringen, also quasi ein Gegenmittel herstellen. Und wie können wir das am besten machen? Also wir können es ja nicht noch besser machen, als wenn wir den Virus selbst in uns haben. Dann können wir nämlich besser experimentieren und können, schauen. Verbrecherkartei ist aktualisiert. Wir schauen mal, was hier neu ist. Hier. John Doe. Mein Aufenthalt in Arkham war kurz, aber ein Patient im Speziellen hat einen bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen. Ich kenne seinen Namen nicht, aber ich werde nie sein Gesicht vergessen. Oder sein Lachen. Er ist wie eine Art gruseliger Zirkusclown. Er war mit mir eine unglaubliche Hilfe dabei, Vickys wahre Identität aufzudecken und ihr geheimes Drogenlager ausfindig zu machen, aber er hat etwas so Verstörendes an sich, dass ich mich nicht dazu überwinden konnte, ihm einen Gefallen zu versprechen. Zugegeben, es wäre eine leere Versprechung gewesen, aber alleine der Gedanke daran, dass ich ihm irgendwas schuldig sein könnte, ist alles andere als angenehm. Das ist wahr. Der Joker. So, dann haben wir hier noch Medienberichte. Dann schauen wir mal, was die Medien so geschrieben haben. Bürgermeister Dents privater Sicherheitsdienst sorgt für Bedenken. Harvey Dent, der neu gewählte Bürgermeister von Gotham, ist gerade erst ins Rathaus eingezogen, aber es ist schon jetzt erkennbar, dass sich diese Regierung sehr von der letzten unterscheiden wird. Man muss sich nur mal den kürzlich vom Bürgermeister ernannten privaten Sicherheitsdienst ansehen, der Kontrollpunkt in der ganzen Stadt besetzt hält. Obwohl ein Sprecher des Bürgermeisters sagte, die Kontrollpunkte wären im Sinne der öffentlichen Sicherheit errichtet worden, wurden keine Angaben dazu gemacht, woher genau die neu eingestellten Polizisten kommen. Eine Sache ist allerdings klar bestimmt. Und das ist die Befehlskette. Diese neuen Polizisten unterstehen direkt Bürgermeister Dent. Bürgermeister Dent war als Kandidat für Recht und Ordnung bekannt. Und mit diesen neuen Kontrollpunkten kann Gotham seine Versprechen als erfüllt betrachten. Wohl oder übel. Wayne raus aus Arkham in weniger als 48 Stunden. Gothams berühmtester Milliardärsinsasse hatte kaum Zeit, seine Pritsche im Arkham Asylum anzuwärmen, bevor er als freier Mann wieder aus dem Haupteingang heraus marschierte. Bruce Wayne wurde vor 2 Tagen festgenommen, nachdem er den neuen Geschäftsführer von Wayne Enterprise, Oswald Cobblepot, auf einer Pressekonferenz auf den Stufen des Wayne Buildings angegriffen hatte. Die Pressekonferenz wurde nach einer Notfallabstimmung des Vorstandes von Wayne Enterprise über die Absetzung von Wayne als Geschäftsführer aufgrund von beunruhigenden Enthüllungen über die Wayne-Familie einberufen. Viele dachten, sein unberechenbares Verhalten würde zu einem längeren Aufenthalt in Gothams berüchtigten psychiatrischen Klinik führen. Aber nicht mal 48 Stunden nach seiner Einweisung wurde Wayne auf Geheiß des
Gotham City Police Departments wieder entlassen. Zuständige Beamte kommentieren die Angelegenheit nicht. Bürgermeister nimmt Lob für Rückgang von Verbrechen der Kinder von Arkham entgegen. Naja. Während einer kürzlichen veröffentlichte Studie des Gotham City Police Departments einen allgemeinen Anstieg gewalttätiger Verbrechen in ganz Gotham zeigt, sind die Vorfälle gesunken, bei denen die sogenannten Kinder von Arkham beteiligt waren. Seit die vom Bürgermeister eingesetzten Spezialeinheiten zur Strafverfolgung sich in den Straßen verteilt haben. In einer feurigen Rede vor den Stufen des Rathauses nahm Bürgermeister Harvey Dent das Lob für den Rückgang der Aktivitäten der Kinder von Arkham entgegen und betonte, Gothams Straßen seien ohne seine persönliche Führung verloren. Er hat es eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Bürgermeister Dent steht jedoch auch nicht über aller Kritik. Bürgermeisteraktivisten gaben eine Erklärung ab, in der sie Bürgermeister Dent neue Vorgehensweise als militaristisch und an der Grenze zu Faschismus bezeichnen. In der Erklärung wird Bürgermeister Dent des Weiteren für den allgemeinen Anstieg der Verbrechensrate beschuldigt. Mit dem Argument, die Strafverfolgungseinheiten des Bürgermeisters haben zum wachsenden Chaos und der Furcht in Gothams beigetragen. Das kann ich allerdings auch bestätigen. Vermisste Gazette-Reporterin, vermutlich gefangen der Kinder von Arkham. Das ist ja süß. Gothams Polizei glaubt nun, dass die vermisste Gotham Gazette-Reporterin Vicky Vales vermutlich von dem selbsternannten Anführer der Kinder von entführt wurde. In einer Videobotschaft, die Ende letzten Nacht im Internet veröffentlicht wurde, behauptet der mysteriöse Anführer, Vales entführt zu haben und bekannte sich außerdem zu einer Anzahl weiterer Verbrechen, unter anderem Diebstählen und gezielte Gewalt in der ganzen Stadt. Es wurde kein Motiv für die Entführung genannt. Kann ja auch nicht, weil er Vicky Vales ist. Es wird allerdings angenommen, dass einige oder auch alle von Vales Veröffentlichungen die Entführung provoziert haben. Das Gotham City Police Department hat das Personal aller Nachrichtenkanäle von Gotham aufgefordert, vorsichtiger zu sein und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen in Betracht zu ziehen. Bald haben wir es. Gotham City Police Beamtin nach Falcon-Mord wieder im Dienst. Wow. Renee Montoya, die Gotham City Police Department Beamtin, die angeblich Mafia-Boss Carmine Falcone erschoss, erschien diese Woche wieder zum Dienst, nachdem das Gotham City Police Department Büro für ihre Angelegenheiten die Ermittlungen gegen sie einstellte. Die Abteilung befand, dass Sergeant Montoya nicht für ihre Taten verantwortlich war, nachdem sich herausstellt, dass ihr gegen ihren Willen eine starke bewusstseinsverändernde Substanz verabreicht worden war. Ihr Angriff muss noch identifiziert werden, obwohl die Polizei annimmt, dass die Kinder von Arkham daran beteiligt sind. Der Skandal um den Mord an Falcone ist weiterhin Gegenstand des Interessen an der Spekulation, auch von dem Hintergrund von Berichten auszusagen. Berichten, dass Milliardär Bruce Wayne angeboten hat, zu Montoyas Verteidigung auszusagen. Es ist unbekannt, in welcher Beziehung, wenn überhaupt, Wayne und Sergeant Montoya zueinander stehen. Das Gotham City Police Department ermittelt weiterhin zu einem Schusswechsel, an dem Montoya während ihrer Beurlaubung aufgrund des Falcone-Mordes beteiligt war. Das Gotham City Police Department verweigerte eine Aussage in Bezug auf Montoyas Beteiligung. Allerdings teilte das Büro des Staatsanwalts Gazette-Reportern mit, dass Sergeant Montoya keiner Straftat beschuldigt wird. Boah, das war ja was. Luckily, the bad computer's equipped to fabricate a counteragent. Ah ja.
Okay, liebe Freunde, wir machen weiter. Wirkstoffmolekül, This wir is the schauen mal. refined sample of the drug taken from Officer Montoya after she killed Falcone. Here's my DNA before the incident. Vor dem Vorfall. It seems that the drug attaches itself to specific proteins in the genome structure. If we can modify the drug's molecular structure, we should be able to create a counteragent. Once you've figured this out, we'll have a working antidote. We can cure others affected by the drug. Was muss ich jetzt tun? I wish that were possible. This cure Erstelle is einen based Gegner, on die passt my die DNA. Sequenz. It'll only work for me. Ach so. To cure other people, we'd have to sample and decode the genome structure for each and every person to make them an antidote. We don't have the time or resources for that. That's why we were lucky to have mine on file already. Ach so. That should do it. Gegenmittel packen. This needs to be injected directly into the vein to work. I don't imagine it'll be much fun. Einen großen Spaß macht es nicht. Ja. Einfach so, ne? Ohne Test. Ohne Tests und so weiter. Hopefully that does the trick. It'll work, Alfred. Feel better already. So, what are we going to do now? First things first, I need to know what Lady Arkham, has been up to while I've been away. Search for all children of Arkham recent activity. The press is reporting that Vicky Vale is missing. Yes, and obviously the police have yet to find a body. That woman, trying to get the scoop on you, pretending to care. She betrayed you. Scheiße. There have been vipers at every turn recently. She was playing me the entire time, breaking me down. She wanted me in Arkham. She wanted me to feel what my father had done to all those people. Bruce. There were bigger plans than me, Alfred. Batman stopped her at the Skyrail station, and I can't believe that she isn't finding another way to use the drugs. Well, if that's true, she may be more dangerous than ever. Ja. I know. I met someone in Arkham who gave me a tip on how to find her. A tip? Do you really think you can trust someone in Arkham Asylum? No offense intended toward your recent time there, of course. He knew that Vicky Vale was Lady Arkham. No one else has that information. I suppose that's not something we can ignore, trustworthy or not. He told me that if I want to know what she's planning, then I should visit her parents' house. If the Vales still live in Gotham, they should be easy enough to locate. Got it. Bruce, Yeah? if you do find Miss Vale, please, be careful. Bruce, geh mal duschen, iss mal was und vor allem rasier dich. Batman mit Bart. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das wäre doch mal was. Gotham Heights, Wohnsitz der Vales, 17:46 Uhr. Die Tür ist einfach so offen. Ach, und da hat er sich rasiert. Interessant. Aber wieso ist die Tür einfach offen? I'm inside the Vale house. Ja, mit der Tür ist einfach offen. Oh, da kam... Da wurde... Alfred, the Vales are dead. One body confirmed, but there is a lot of blood.
Alert Gordon. Will do. I don't know how this is connected to the drugs yet. Whatever they knew about it, Vicky made sure they kept quiet. Aber ich habe gemeint, die wären... Syringe. Seems she hasn't given up her old tricks. Is this the same drug? Yes, but this is several times stronger than the dosage I received. Maybe she's escalating. This seems personal. Das war etwas persönlich. Her eyes are gone. Stabbed out. That's disturbing. Boah. There's an injection wound on her neck. Same kind Montoya and I both received, but this one's much worse. So. Verbinden mit. Same device, same drug. This confirms that Lady Arkham is the murderer. Recent family photo? Vicky's not in it. It shows Yeah. the Vales with another child in front of an industrial office. There's a logo on the building. Wie soll ich das sagen? Vicky ist ja auch nicht die Tochter der Familie Vales, sondern adoptiert. Large amounts of blood spatter across the walls. It's not steady like arterial spray. Someone was swinging wildly. Wait. There's a slight indentation where something bloody struck the wall with force. Something thrown? Nothing I can see. I found a lock of hair. Anything unique about it? It was cut at a downward angle. Probably with some force based on how clean the slice is. Ja, richtig tricky hier. Mein Gott. Ein Messer. It's clean. This wasn't used as a murder weapon. Then why was it lying on the floor? Ja, du fragst, wie das sagt, Mensch. Hat das vielleicht mit dem was zu tun? Mit den Haaren? It appears Mrs. Vale attempted to fight back with this knife, but only managed to slice through the attacker's hair. Okay, sie erwischte jedoch nur die Haare. So, Stuhl am Boden. Mann, verwinkelt das Ganze hier. Ach, das ist ein Wandschrank. Mensch, ich habe jetzt gemeint, das ist eine Tür. Was? Found Mr. Vale. Alive? No. He's gone. 10 hours at least, judging by the state of his soft tissues. Looks like a company logo. The belt buckle is covered in blood. Before he was hung with the belt, Mr. Vale was beaten with it. Also das Logo ist mit dem Bild zu verbinden. Weil das passt. The logos match. Mr. Vale owned an oil and heating company. Looking it up now. Yes, he's got a sizable warehouse in the industrial district and a fleet of delivery trucks. And now Vicky's got it. Oh Gott. Das ist nicht gut. Mit was kann ich den Gürtel verbinden? Ah, ich weiß mit was. Ja, mit der Stelle. Genau. Sie wurde mit dem Gürtel geschlagen The und dabei... indentation matches the shape of the belt buckle. It must have impacted with the wall during the attack. What exactly happened in that house? Tja. I think I know.
After we stopped her at the rail station, Vicky needed a place to hide her supply of drugs. Her father's trucks and warehouse offered the perfect cover. To do that, she needed them out of the way, with Vicky Vale fully assuming her new identity of Lady Arkham. Seems like she didn't need the Vales around to support her old one. Vicky showed up to attack her adopted parents, but only the mother was there at first. Miss Vale fought back and was able to slice off part of Vicky's hair. Vicky then subdued her with the same drug she used on me, but a much, much larger dose. Nearly lethal. She then removed the mother's eyes, indicating a deeply personal motivation. This was obviously some sort of vendetta. Sometime during this, Mr. Vale entered. Vicky attacked him with his own belt, striking with the buckle until he was unconscious and bleeding out. Finally, she dragged him to the closet and hung him with the belt. The blood loss got him way before the hanging did. That's horrific. She never acted out in such a violent way before. Why would she... Alfred, I think someone's still in the house. Going to look for a heat signature. If anyone else is here, I'll find them. Seit wann ist Noir? Clear. Gut. Nothing here. Okay, der Mann ist noch da. Anything? No. Nee, das wusste ich ja auch. There's someone here, under the stairs, alive. Okay, das ist der kleine Junge vom Foto. Harry Potter, lässt grüßen. Nee, Quatsch. It's okay. I'm not going to hurt you. Sir, is everything all right? It's a kid, Alfred. The boy from the photo. Is he all right? Aside from the shock and a few bruises, he seems okay. He might be able to tell me more about what happened. Possibly. But if that's the road you go down, please do it with caution. Ja. I need to know what happened. No. Tell me what you saw. Go away. I'm sorry I scared you. It's going to be okay. Yeah? I need you to tell me if you saw or heard anything. This is important. I heard someone say something. Something about drugs, fighting the police. I don't know who. I don't know who because I didn't see anything. I didn't see anything because they're hidden here. Please don't send me to punishment. Calm down. See, that does help me. Thank you. Aha. Get down. Well, hello, Batman. What a pleasure to see you. Was? Penguin. Let me guess, you're trying to figure out our next move. Figure out where the drugs are. Did I get it? Am I close? Pathetic. I've got these little bat traps all over the city, but I should have known a good double murder would be what brought you out to the open. Ah! Mein Gott. Die Kampfszenen wieder. Was? Wieso hat er so Spielzeuge, aber ich nicht? Nein, 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 nein! Are you safe? Were you wounded? I'm okay. Also, ich habe gute Arbeit. Scheiße.
they're dead. It'll be better if you don't look. Oh, I'm sorry. they weren't always nice, but they gave me a place to live. I promise. I won't stop until I catch the person that did this. Das ist so. You're the kid who saved Batman. And no matter what happens, no matter where you go, that will always be true. And I will always owe you one. Und jetzt kommt die Polizei. Batman, hau ab. Batman. Oh my God. He was the only survivor. Come on. Let's get you out of here. He saved me. Jesus. Was this the children of Arkham? Again? Why would they attack a family like the Vales? Because their daughter, Vicky, is Lady Arkham. She killed her own parents so she could use their company warehouse to stockpile the rest of her drugs. Vicky? Vicky Vale, the reporter? And so, who was the boy then? My guess is he's another foster child living with the Vales. He says he heard something about drugs and attacking the police. Can't confirm anything, but it sounds like the children of Arkham might be plotting something with those drugs against your people. Thanks for the heads up. The warehouse is Vale Oil and Heating. You should secure it as soon as possible. I'll get on it right away. What about you? I've got something I need to look into. Lieutenant, what's going on here? Securing the crime scene, Commissioner. Not anymore, you're not. I'm taking over this investigation. Was? I can't risk you allowing Batman to contaminate our crime scene again. Du bist doch so ein... So, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Haltet die Augen offen. Okay, das schauen wir auch. Da kann ich ja einen schlechten Break machen, Mensch. And so your bat stunner just didn't work? That's right. I have a bad feeling it was no accident. Alfred, get Lucius on the line for me, please. Of course. Let's get a closer look at you. So, das machen wir aber in der nächsten Runde. Bis dahin, tschüss.